Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Video. Hier steht der 944 Turbo, aber was wir heute machen, gilt nicht nur für den Turbo, gilt für alle 944er Modelle. Es gilt sogar für alle Modelle, die ein Bosch Einspritzsystem mit Luftmengenmesser haben. Weil heute zeige ich euch, wie man ein Luftmengenmesser prüft. Der Luftmengenmesser sitzt beim 944 Turbo unter diesem Ansaugschnorchel. Grundsätzlich sitzt er immer in der Nähe des Luftfilters. Beim S2 würde er zum Beispiel hier ganz prominent oben drauf sitzen. Die Funktion des Luftmengenmessers erkläre ich euch jetzt an einem ausgebauten Luftmengenmesser. Ausgebaut sieht der Luftmengenmesser so aus. Die Funktion ist eigentlich relativ einfach. Im Gerät befindet sich eine große Luftklappe, die vom vorbeifließenden Luftstrom bewegt wird. Wenn sich die Klappe bewegt, dreht sich ein Schleifkontakt auf einer Platine. Das ist wie ein überdimensionales Potentiometer und damit erhält das Steuergerät ein Spannungssignal über die Öffnung der Klappe. Die Luftmenge entspricht allerdings nicht direkt der Luftmasse. Heute wird ja bei Autos die Luftmasse gemessen. Um die Luftmenge in eine Luftmasse umrechnen zu können, braucht man die Dichte der Luft und die Dichte der Luft hängt von der Temperatur ab. Deshalb ist im Luftmengenmesser zusätzlich ein Temperatursensor, ein sogenannter NTC, verbaut, der auch die Temperatur meldet. Um das Teil nun zu prüfen, muss man zwei Messungen durchführen. Zum einen die Temperatur. Der Temperatursensor muss ja eine korrekte Anzeige liefern, sonst scheitert die Umrechnung. Und die zweite Prüfung betrifft die Stellung der Klappe. Jetzt könnte man versuchen, die mechanisch zu beeinflussen, wie ich das hier gemacht habe, am Ausgebauten. Aber am Fahrzeug ist es einfacher, ein Oszilloskop zu nehmen und das Spannungssignal während des Motorlaufs abzugreifen. Und dann kann man direkt sehen, ob das Sprünge macht. Sprünge passieren nämlich immer dann, wenn die Widerstandsbahn auf der Platine schon abgearbeitet ist. Früher konnte man die Stecker einfach so mit Gewalt runterreißen. Das verträgt das 35 Jahre alte Plastik nicht, deswegen entriegle ich immer die Sicherungsklammern. Gesehen, wie ich das mache. Und dann gehen die Stecker runter. So, das war er. Bevor wir die Klammer verlieren, hänge ich sie wieder ein. Das Reinigen der Kontakte mit Kontaktspray kann auch nie schaden. Und bei der Gegenseite kann ein bisschen Kontaktspray auch nicht schaden. Das Innenschaltbild sieht so aus. Zwischen 1 und 4 hängt der Temperatursensor. Die Tabelle für die Temperaturwerte seht ihr hier. Oben auf der Steckverbindung sind die Pins nummeriert. Von hier aus gesehen ist 1 auf der rechten Seite und 4 auf der linken Seite. Zuerst prüfe ich also, ob der Temperatursensor arbeitet, also mit 1 und 4 Ohmmeter. Und wir messen 2,3 Kiloohm. Wir haben momentan 22 Grad in der Garage. Der Sollbereich für 15 bis 30 Grad ist 1,4 bis 3,4 Kiloohm. Passt also perfekt. In der Anleitung von Porsche würde man die Funktion des Potentiometers für die Stellung nun prüfen, indem man die Spannung anschließt, Stecker aufsteckt, hinten die Pins kaputt macht und dort misst und dann die Klappe mechanisch betätigt. Wir machen das natürlich etwas eleganter. Ich benutze für die Messung solche Adapterkabel und zwar hier sind es die kleinen AMP-Stecker und hier geht es einfach auf Banane. Die kann man direkt auf die Pins hier stecken. Wackelt nicht, macht keinen Kurzschluss, funktioniert einwandfrei. Für die Gegenseite habe ich auch die entsprechenden Messadapter. Gut. Und diese Stecker können wir jetzt 1:1 verbinden. Das ist der erste und der kommt hier auf den ersten. Der zweite auf den zweiten und so weiter.
Spannungssignal zur Klappenstellung müssen wir zwischen Pin 2 und 4 abgreifen. Und die kann ich jetzt hier einfach unterstecken, ohne dass wir die Kabel anpieksen. Am Oszilloskop muss ich die Zeitbasis so einstellen, dass jetzt hatte ich ungefähr 500 Millisekunden für einen Zentimeter. Das sieht dann so aus. Ich würde das Signal mit der Geschwindigkeit aufzeichnen. Das ist ganz vernünftig. Der Sollwert des Signals bewegt sich zwischen 100 Millivolt und über 8 Volt. Das heißt, wir können jetzt hier haben wir 8 cm drauf. Ne, ganz, da machen wir 2 Volt pro Zentimeter. Jetzt haben wir 2 Volt pro Zentimeter für Kanal 1. Aktivieren wir noch die Messungen für Maximum und Minimum. Measure, Kanal 1 und wir wollen Maximum, dann hängen wir das dran. Jetzt messen wir den maximalen Wert in Kanal 1. Zusätzlich machen wir noch Minimum und dann haben wir die Messwerte direkt auch noch im Display. Für unsere Messung muss der Motor nun laufen. Wenn ich jetzt an der Drosselklappe aufmache und der Motor mehr Luft zieht, sieht man, wie sich das Spannungssignal ändert. Die Änderung ist kontinuierlich, wir haben keine solche Einbrüche. Das heißt, der Potentiometer funktioniert. Das Spannungssignal folgt direkt meiner Bewegung an der Drosselklappe. Diese einzelnen Spikes hier sind durch das digitale Messprinzip des Oszilloskops bedingt. Die spielen keine Rolle. Wichtig ist, dass wir keine solche Einbrüche über mehrere Pixel haben. Dann würde nämlich ein Defekt auf der Schleifbahn vorliegen. Als Schlussfolgerung können wir sagen, dieser Luftmengenmesser funktioniert noch. Irgendwann sterben alle, aber so ist das Leben. Ich kann also die Messkabel wieder abschließen. Dann machen wir den Stecker wieder drauf. Drauf gehen sie immer von alleine. Da hat man kein Problem mit der Klammer. Dieses Video ist zu Ende, aber in den nächsten Videos werden wir auch wieder ein paar Messungen mit dem Oszilloskop zeigen. Bis dahin sage ich euch schon mal Tschüss!